Heute zeige ich dir in 3 einfachen Schritten eine Submission am Cage, die total unterschätzt wird, aber die dich ganz schnell zum Sieg bringen kann. Es geht um den sogenannten Ninja Choke. In Schritt 1 führen wir unseren Arm unterhalb seines Halses durch, bis unser Unterarm in der Senkrechten steht. In Schritt 2 kommt der Verschluss. Wir legen unsere Hand auf den eigenen Bizeps, verschließen jetzt die andere Hand auf seiner Schulter und machen das Ganze zu. In Schritt 3 machen wir Druck von oben und drücken unsere Ellenbogen und unsere Schultern zusammen und dadurch entsteht der Würger. Okay, wie sieht das Ganze im Detail aus? Wenn er anfängt, nach unten zu gehen, um einen Takedown zu machen, dann ist es sehr häufig so, dass sein Kopf zu tief ist. Und den meisten fällt sofort die Guillotine ein. Die Guillotine funktioniert von außen, dabei muss sein Kopf an der Seite sein. Und die Guillotine ist ein probates, gutes Mittel, aber oft komme ich da mit der Hand gar nicht so richtig rein. Bei dem Ninja Choke, den wir jetzt hier machen, komme ich von der anderen Seite rein. Das heißt, ich greife also nicht wie bei der Guillotine von oben über seinen Kopf, sondern ich drücke meine Hand unter seinen Hals in die Lücke, die entsteht, wenn ich zum Beispiel seinen Kopf wegdrücke, wenn ich ihn nach unten presse, damit er halt nicht den Takedown durchführen kann. Dann entsteht sehr oft diese Lücke und da kann ich meine Hand durchstecken. Und wenn ich da die Hand durchstecke, dann stecke ich die so tief durch, dass mein Ellenbogen quasi nach unten zeigt und meine Hand nach oben geht. Dann habe ich hier einen Choke zwischen meinen sogenannten Blades bzw. meinem Unterarm und meinem Oberarm, meinem Bizeps. Das heißt, die Arterien, die sind jetzt komplett verschlossen. Und deswegen ist dieser Choke so tief. Wenn ich jetzt in den zweiten Schritt gehe, dann kommt der Verschluss. Der Verschluss erinnert euch vielleicht an einen Anaconda Choke. Vielleicht erinnert euch das Ganze aber auch an einen Rear Naked Choke. Denn auch da ist der Verschluss sehr ähnlich. Ich mache also hier zu, indem ich auf meinen Bizeps greife. Oben gehe ich jetzt rum und drücke auf seine Schulter oder halte seine Schulter fest und mache das Ganze schön eng. Und das Finish ist im Grunde genommen ein Reinkuscheln. Ich finische, indem ich meine Ellenbogen zusammenbringe. Meine Ellenbogen bringe ich zusammen und ich ziehe meine Schulter nach hinten und kuschel mich richtig in ihn ein. Dabei mache ich Gewicht von oben auf ihn drauf. Und dann kommt sehr, sehr schnell der Tipp. Um das Ganze noch effektiver zu machen, hast du noch die Möglichkeit, deine eigene Hüfte zu drehen und seinen Kopf zu steuern. Umso frontaler er steht, umso besser kommst du mit deinem Arm da rein. Dann ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn du hier einen Overhook hast, dann ist das dein Steuerelement, um zu verhindern, dass er den Takedown durchsetzt oder dass er arbeiten kann. Wenn dein Overhook also richtig drin ist und du damit steuerst, dann würde ich auf gar keinen Fall den lösen, nur um den Ninja Choke zu machen. Ich würde nur an den Ninja Choke denken, wenn du den Overhook nicht drin hast oder wenn du merkst, dein Overhook ist sehr, sehr schwach. Du kannst damit nicht viel ausrichten. Ansonsten ist nämlich der Overhook genau der Konter zu seinem Underhook und es ist echt total wichtig, dass du den drin hast. Aber wenn du ihn nicht drin hast, dann hast du auf jeden Fall mit dem Arm, der eh nichts zu tun hat, eine super Alternative, hier unter seinen Hals zu kommen und den Choke zu vollenden. Ein kleiner Spezialtipp noch am Ende. Du kannst das Ganze natürlich auch machen auf der freien Fläche, insbesondere wenn er in einen Single Leg Takedown geht und zwar in einen Head Inside, also wenn sein Kopf in Richtung deines Körpers zeigt, dann kannst du hier richtig gut arbeiten. Wenn du jetzt hier seinen Kopf pusht oder wenn du jetzt hier versuchst, einen Crossface zu machen und er löst trotzdem nicht. Wenn du also hier stabil stehst und ihr kämpft quasi um die Position, dann hast du hier eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich schieße den Arm durch und hole mir hier den Ninja Choke. Sollte der Ninja Choke hier jetzt nicht funktionieren, dann hast du hier auf der freien Fläche die Möglichkeit, ihn auch über diesen Choke nach unten zu bringen. Du hast also nicht nur einen Choke, sondern du hast auch eine Kontrollposition. Am Ende zeige ich dir hier noch 2 Videos, die dir vielleicht gefallen werden. Schau sie dir gerne an. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Wir sehen uns!